Nee, ich finde, es kommt drauf an, wie er das sagt. Wenn er sagt, Schwester, guck mal, ich möchte dir ein Nasiha geben. Nein! Müssen wir das diskutieren, oder? Nee, müsst ihr nicht diskutieren. Okay. Also ich habe meine beste Freundin ist homosexuell. Hä, was hat das mit dem Kopftuch zu tun? Ich entscheide, ob ich ein Kopftuch trage, ich entscheide, ob ich deutsch bin, fertig ist. Hijabis können keine Feministinnen sein. 5, 4, 3, 2, 1. Ich wieder so ein Hals. Ja. Könnte aggressiv werden, ne? So ein Hals. Einfach. Ja, ich finde, das ist das schlimmste Vorurteil. So. Ja. Oh, ich weiß gar nicht, muss ich erstmal ein bisschen runterkommen? Kommt auch darauf an, wie Feminismus definiert wird. Wollte ich gerade sagen, ich glaube, es gibt viele veraltete Vorurteile allein Feministen gegenüber oder Feminismus gegenüber und was das bedeutet und wie man das versteht. Wie definierst du das, Rabia? Feminismus? Ja. Wenn man einfach dafür kämpft oder dafür steht, dass alle Menschen gleiche Chancen haben. Genau. Ob sie Frauen sind oder nicht, aber auch vordergründig dafür, dass Frauen in der heutigen Welt die gleichen Türen offen stehen wie Männer. Also für mich gehört auch dazu, dass eine Frau selbst entscheiden kann, wie sie sich anziehen will. Und per Definition sind wahrscheinlich sehr viele Hijabis allein dadurch schon ansatzweise Feministen. Hijabis schlafen mit Kopftuch. Wie dumm. Genau, auf 1, 5, 4, 3, 2, 1. Wir duschen auch mit Kopftuch, falls ihr noch nicht wusstet. Voll die dumme Aussage. Wir gehen auch mit dem Kopftuch also wir schneiden auch unser Kopftuch anstatt unsere Haare. Ist auch sowas. Wir haben auch ein zweites Gesicht unterm Tuch. Ja, Voldemort. Hinten nochmal. Ja. Ist das eine Frage, die oft gestellt bekommt? Ja. Ob man es zu Hause auszieht. Ja, genau. Ja. Darf dein Vater und deine Mutter dich ja ohne sehen und so? Ja. Habt ihr auch die Frage oft bekommen, ob ihr eine Glatze tragt? Ja. Ja. Sogar von muslimischen Brüdern. Dann heißt es ja immer so, bestimmt hast du eine Glatze, deswegen hast du einen Kopftuch angezogen. Wir hatten auf dem Weg darüber gesprochen, richtig? Weil die wissen wollen. Du hast genau die Frage hattest du mir vorhin gestellt, als wir hierher gelaufen sind. Ja, ich höre auch die Frage so, ja, warum trägst du denn keine Glatze? Sieht doch eh keiner. So. Ja, das finde ich schlimmer. Oder wenn man sagt, oh, ich will mir heute die Haare färben lassen. Aber warum denn? Ja. Sieht doch eh keiner. Sieht doch eh keiner, ja. Oder ob wir überhaupt zum Friseur gehen und warum wir gehen. Weil, allgemein alles, was mit Körperpflege zu tun hat, fällt in die Kategorie. Sieht doch eh keiner. Hijabis verurteilen Nicht-Hijabis. 5, 4, 3, 2, 1. Ich würde sagen, stimmt, weil ich bekomme das auch sehr oft in meinem Umfeld mit. Man sagt, guck mal, wie sie das trägt. Sie trägt das voll falsch, sie macht das und das, sie ist so und so. Ja, ich wünschte, ich könnte auch sagen, dass es nicht so ist, aber leider Gottes höre ich das auch viel zu oft, dass Mädchen, die einen Hijab tragen, Mädchen, die keinen Hijab tragen, verurteilen. Also ich glaube, das Schlimmste ist, Frauen, die Kopftuch tragen und sich dafür entscheiden, es nicht mehr zu tragen. Ich glaube, das habe ich schon viel mitbekommen. Da kriegen die richtig was ab, auch innerhalb der Community. Und das finde ich richtig hart. Noch mehr als die, die es einfach nie angehabt haben. wir Kopftuch, also wir Hijabis untereinander sind viel schlimmer irgendwie zueinander. Als zum Beispiel, also ich kenne das nicht, dass jemand so sagt, ja ey, wieso trägt sie kein Kopftuch? Sondern ich kenne es eher, so wie ihr alle gesagt habt, dass sie sagen so, ey, wieso trägt sie Turban, wieso sieht man ihren Hals, wieso sieht man hier ihre Knöchel und was auch immer so, ne? Also ich finde so unter uns Hijabis ist es viel mehr als gegenüber Außenstehenden. Also ich finde immer so, die Intensität deiner Religiosität am Kopftuch oder an Äußerlichkeiten auszumachen, ist total schwierig. Man sollte es auch nicht machen, ja, es ist einfach nicht richtig. Es gibt so viele Frauen, die ohne Kopftuch sind, die so viel mehr Glauben im Herzen haben als Frauen mit Kopftuch. Die haben so ein reines Herz, die lästern nicht. Die sind so voll korrekt. Und dann wiederum gibt es so Frauen mit Kopftuch und dann auch so voll verschleiert, schwarz und dabei und so. Ey, wenn die dich sehen... Wie Bock habt ihr, wenn muslimische Männer auf euch zukommen und sagen, ey, dein Kopftuch sitzt nicht richtig oder du trägst das falsch? Gar kein.
Richtig Bock. Willst du von mir? So, wer ist er? Also, wer ist er? Also, erstens, warum sprichst du mit mir? Und zweitens, wer bist du? Nee, ich finde, es kommt drauf an, wie er das sagt. Wenn er sagt, Schwester, guck mal, ich möchte dir Nasiha geben. Nein, ich möchte so, nein, aber das wäre besser. Das wäre besser, als würde er sagen, ey, kannst du gleich Kopf drauf Ganz ehrlich, so oft kommen irgendwelche Leute und sagen, ich möchte dir eine Nasiha geben, aber irgendwie klingt es am Ende, die Formulierung gar nicht wie eine Nasiha. Ja, ich rede jetzt von der positiven Nasiha, aber es ist ja, ne? Ich geh mal jetzt Aber wie wäre es, wenn sich Männer einfach mal nicht einmischen in dem, was und wie eine Frau was trägt? Das ist doch einfach mal Punkt. Einmischen, aber Einfach Also nicht. Vor allen erstens Dingen, none of your business und zweitens, hat er eine Meinung für dich? wie lange hast du geguckt, bis du den Fehler gefunden hast? Vor allem, Männer sind Männer und stecken nicht in der Körper einer Frau und die wissen halt nicht, wie man... Einfach Klappe halten. Meine Herren, einfach... Lasst uns einfach in Ruhe. Ihr wisst gar nicht, was wir durchmachen. Genau. Hijabis können nicht schwimmen. 5, 4, 3, 2, 1. warum? Also ich glaube auch schon, dass es so ein Vorurteil ist, aber ich stehe jetzt nur hier, weil es auf mich zutrifft. Also ich kann nicht schwimmen, einfach weil ich in der 3. Klasse das Seepferdchen nicht bekommen habe von meinem Lehrer. Und weil ich habe mit 12 angefangen, das Kopftuch zu tragen. Und dann war ich mit 13 oder 14 mal im Schwimmbad. Und meine Mutter hat mir halt so einen langen Badeanzug besorgt und so. Und dann haben mich 2, 3 Badegäste angesprochen, so, das können Sie ja hier nicht tragen und das geht ja gar nicht und so. Und ich wollte aber meinen Spaß haben. Und dann kamen irgendwann 3 Bademeister auf mich zu und meinten so, ja, Sie müssen raus, weil die Badegäste sich beschweren. Und das hat mich voll traumatisiert. Und deshalb bin ich quasi, glaube ich, nie wirklich schwimmen gegangen. Also meine Mutter hat versucht, mich immer wieder zu ermutigen und ich mag auch diese Burkinis nicht. Und ich bin original, erst gestern habe ich mich dann getraut, so wieder ins Wasser zu gehen. Aber ich habe gemerkt, dass meine 8-jährige Schwester viel besser schwimmt als ich. Und ja, deshalb stehe ich jetzt nur hier, weil das nur auf mich zutrifft. Aber sonst glaube ich, dass es sehr viele Hijabis gibt, die schwimmen können. Ich glaube, was schon zutrifft, ist, dass viele nicht schwimmen gehen. Oder? Ja. Also ich bin ehrlich, auch jetzt, da ich jetzt seit kurzem erst aus dem Bikini habe, gehe ich jetzt irgendwie auch in Deutschland irgendwie öfters auch schwimmen. Und sonst die Jahre zuvor gar nicht, weil da habe ich es ausprobiert in irgendwelchen Oberteilen, da gab es ja noch keine Bikinis so. Irgendwie, also es gab diese ganz engen Schwimmanzüge, so, du bist ja auch nicht wie so eine Presswurst so. Aber ja, ich glaube, es liegt irgendwie daran, aber es das heißt nicht, man kann es nicht so pauschalisieren, ey, keine Frau bekommt, so kann nicht schwimmen. So. Hijabis können nicht flirten. 5, 4, 3, 2, 1. Hä, was hat das mit dem Kopftuch zu tun? So, wenn du gut flirten kannst, dann kannst du flirten so. Ja, man erwartet aber vom Hijabi nicht das. Ich glaube, das liegt ja auch eher so an der aber Persönlichkeit. oder nicht, das weiß ja keiner. Also so, weißt du? Man erwartet es nicht. Man erwartet es nicht, aber... Es gibt bestimmt welche, die das machen. Undercover vielleicht. Es Aber kommt darauf an, weil unser Flirten ist immer fertig machen. Also immer jemanden... Das musst du jemand so checken, dass es gerade so ist. Ne? Ich weiß es. Also ich bin verheiratet, ich flirte nicht. Also ganz ehrlich, wenn Mädchen flirten, dann... Ich glaube, es ist allgemein, es hat gar nichts mit dem Kopftuch zu tun, dass wir gerne Männer runtermachen. also ich habe aus meinem Umfeld oft mitbekommen, dass auch Frauen mit Kopftuch flirten. Und dann ja, wird halt nicht so gut über die geredet. Es kommt darauf an, wie die Seite gegenüber reagiert. Werdet ihr denn angeflirtet? Eher weniger. Definitiv weniger als meine Freundin, die kein Kopftuch trägt, wenn ich mit der abends unterwegs bin. Weniger. Also Hijabis werden weniger angeflirtet? Kommt drauf an, glaube ich, wo man ist. Kommt drauf an, sie hat recht, kommt drauf an, wo man ist. Es ist ja ganz üblich, dass man immer so von der Seite, ja, Mashallah oder keine Ahnung. Ich finde, egal wie alt man wird oder egal wie man aussieht, wirklich, man kann so richtig, ne, so wie ein Penner aussehen, so sorry, also gar nicht gemacht und so. Und trotzdem wird man angemacht. Da denke ich mir so, hey, siehst du nicht, ich sehe aus wie ein Penner, warum machst du mich an? Also so voll ohne Sinn. Und ich bin verheiratet und ich werde auch immer noch geflirtet. Hijabis führen keine heimlichen Beziehungen. 5, 4, 3, 2, 1. Führen keine? Ich weiß es nicht. Also,
Also jeder kennt eine Hijabi, die heimlich eine Beziehung führt. Ja, halt die Beziehung ist ja schon so, spricht ja für sich so. Das merkt ja keiner, deswegen macht es ja auch vielleicht jeder Zweite. Also ich habe so also Freunde, die vielleicht in einer Beziehung sind, sagen auch, ja nee, mein Vater weiß es nicht. Also die Mutter weiß es höchstens und die Geschwister, aber der Vater niemals. Aber das hat auch nichts mit dem Kopftuch an sich zu tun. Das hat auch eher was mit der Kultur und der Religion und so zu tun, aber ja, deshalb. Hijabis sind alle homophob. 5, 4, 3, 2, 1. Muss man zu allem was sagen? Stimmt nicht. Schon mal irgendwo was anderes erlebt? Also ist nur eine Einstiegsfrage, ihr könnt auch anders anfangen. Also jetzt nicht unbedingt bei Hijabs, aber bei so muslimischen Leuten, die dann halt dagegen sind, weil das halt nicht der Religion entspricht, aber trotzdem soll man die Menschen tolerieren, das ist meine Meinung. Jeder soll das machen, was er für richtig hält. Aber Hijabis hatte ich jetzt nicht so die Erfahrung mit. Ich finde, das hat auch wenig mit dem Kopftuch zu tun, sondern einfach vielmehr mit der Einstellung zum Leben. Und ich würde mal sagen, wie krass konservativ man ist. Oder wie stark konservativ, nicht krass, aber wie stark konservativ man ist. Habt ihr Homosexuelle im Freundeskreis? Ja. Meine beste Freundin. Also Arbeitskollegen. Also ich habe meine beste Freundin ist homosexuell und wir verstehen uns einfach super, weil wir beide sehr viele, also ähnliche Diskriminierungserfahrungen machen. Aber sie aufgrund ihrer Sexualität und ich aufgrund meiner Religion. Und da tauscht ihr euch? Und wir tauschen uns aus und finden halt sehr oft Gemeinsamkeiten. Hijabis können keine Deutsche sein. 5, 4, 3, 2. Keine Deutsche sein? Also was meint er mit? Müssen wir das diskutieren, oder? Nee, müsst ihr nicht diskutieren. Okay. Wenn es zu anstrengend ist, Dann ist es einfach. Einstimmig. zu anstrengend sowas? Ja, ist anstrengend. Was hat Religion mit deiner Nationalität zu tun? Oder das Kopftuch? Na, wenn man sich selber als Deutsch identifiziert und ein Kopftuch trägt, dann ist Ja. Man Deutsch mit Also Kopftuch. ich entscheide, ob ich ein Kopftuch trage, ich entscheide, ob ich Deutsch bin, fertig ist. Hijabis tragen Kopftücher, weil sie gezwungen wurden. 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Also meine Story, von meiner Mutters Seite trägt keiner ein Kopftuch, nicht mal meine Mutter selber. Und dann habe ich auch schon gehört, ja, wurdest du gezwungen und keine Ahnung was, denke ich mir so, ja, wenn meine Mutter selbst kein Kopftuch trägt, warum soll sie mich dann dazu zwingen? Macht wenig Sinn, ja. Ja. Also ich würde sagen, es gibt Mädchen, nicht, also ich weiß nicht, ob man es gezwungen nennen kann, zumindest kenne ich niemanden persönlich, aber wo die Eltern das schon eher besser finden. Aber das ist so, wie meine Eltern wollen, dass ich Klavier spiele oder Tennis oder Medizin studiere. Also es ist so, die finden das einfach cooler und meistens ist es dann so, dass die Mädels das den Eltern zuliebe machen. Wie gesagt, ich kenne nicht so viele, ich kenne vielleicht eine oder zwei. Also ich habe einige im Freundeskreis, die das Kopftuch getragen haben, weil die Mutter irgendwann mal kam und sagt, jetzt musst du Kopftuch tragen. Also haben sie es einfach angenommen. Es sind aber auch die Freundinnen, die dann halt, sobald sie etwas älter wurden, dann das abmachen. Ja, stimmt. Ja, meine Mutter hat auch erzählt, damals zu ihrer Zeit hatte sie auch Freunde mit Kopftuch, die sich dann in diesen Fotoautomaten, als sie draußen waren, ausgezogen haben, so zur Schule gegangen sind und auf dem Weg nach Hause wieder. Ja, stimmt. Habe ich auch schon mal gehört. Aber es kommt in der neuen Generation eher weniger vor als in den Die älteren. meisten tragen es aus Überzeugung eigentlich. Ja. Und es ist Aufklärungsarbeit. Also ich meine, wenn dich deine Eltern aufklären bezüglich Religion, Ja. dann tendierst du eher dazu, deine eigenen Entscheidungen zu treffen, als wenn man dies einfach als Kultur voraussetzt. So, das war das Video Wahrheit oder Vorurteil. Hijabis, wenn ihr noch mehr Vorurteile kennt, schreibt sie in die Kommentare, die lustigsten nehmen wir. Vielleicht machen wir noch ein Video. Ja, Mann. Wir haben auch schon einige gemacht, Junis. Ja? Hast du schon das gesehen mit den Wahrheit oder Vorurteilen gegenüber Schiiten? Ja? Und warst du auch schon in der Funkwelt unterwegs? Aber das Wichtigste ist natürlich, dass du ein Abonnement hier lässt. Aber und schön bimmeln. Ja, damit ihr auch kein Video verpasst. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.